Hallihallo! Nachdem ich meine Entwicklungszeit vorletztes Wochenende ausnahmsweise gegen den Besuch von Freunden getauscht habe, kommt heute ein kleines Der Alltag eines Spieleentwicklers Video. Mir war nicht bewusst, wie lang ich mich schon nicht mehr 2 Tage am Stück entspannt habe. Also danke nochmal, wenn ihr gerade zuhört. Meine Morgenroutine dreht sich um die Kinder und den Haushalt. Dabei habe ich ein tägliches Programm und für jeden Wochentag einen Bereich, der spezielle Aufmerksamkeit bekommt. Dieser Trick hat mich jahrelang begleitet, seit meine Mama ihn mir begeistert erklärt hat, weil er so gut für sie funktionierte. Ich hatte es nie verstanden, warum das so einen Unterschied machen sollte, habe es aber nie vergessen. Inzwischen ist sie 6 Jahre tot und endlich habe ich ausprobiert, wie diese Wochentagaufgaben für mich funktionieren. Und was soll ich sagen? Danke, Mama. So rotieren jetzt die seltenen Aufgaben entspannt durch und das nimmt mir viel Stress aus dem Alltag. Nur sonntags gibt es kein Haushalt-Wochentagsprogramm. Ganz christlich. Ruhe für mich einplanen ist so ein Meilenstein, für den ich eine Psychotherapeutin gebraucht habe, um ihn in mein Leben einzubauen. Den Wocheneinkauf im Supermarkt mache ich mit dem Lastenrad, weil ich kein Auto habe. Frisches Obst und Gemüse kaufe ich bei den Hofläden in der Nähe. Einer der Bauern hat einen Milchautomat, wo ich richtige Rohmilch holen kann. Fleisch und Wurst kaufe ich, wenn möglich, direkt nach dem Schlachttag vom Metzger meines Vertrauens. Über eine App bekomme ich angezeigt, welche Bäckereien und Restaurants der Umgebung ihre Waren nicht loswerden und Überraschungspakete kostengünstig abgeben. Mir ist sehr wichtig, dass Lebensmittel nicht verschwendet werden, deswegen finde ich solche Einkäufe doppelt gut. Wenn die Kinder in der Schule sind, bin ich öfter als erwartet mit privaten Angelegenheiten beschäftigt oder habe Termine in der Stadt. Dadurch komme ich nicht so oft oder nicht so lange dazu, vormittags an meiner Selbstständigkeit zu arbeiten. Die Spieleentwicklung soll auf lange Sicht den Hauptteil der Selbstständigkeit ausmachen. Darauf arbeite ich hin, indem ich am Computer zeichnen und animieren übe, kleine Prototypen baue, Melodien entwerfe und Geschichten schreibe. Details erzähle ich vielleicht in einem zukünftigen Video. Schreibt gerne in die Kommentare, ob das interessant ist. Auf kurze Sicht plane ich Kurse für Kinder, die ihnen die Denkweise der Programmierer näher bringen sollen. Sortieralgorithmen mit übrig gebliebenen Stickerheftstickern, Papierprototypen für Programme oder Spiele, lauter so analoge Übungen und Spiele für Volksschulkinder. Als Nachhilfelehrerin aushelfen, wenn die Kinder Papa-Wochenende haben, ist als zusätzliche Einnahmequelle auch schon organisiert. Leider bisher noch ohne konkrete Termine, weil ich eben nicht wöchentlich kann. Die YouTube-Videos gehören zur Spieleentwicklung. Da nehme ich mich am Klavier auf oder Bildschirmvideos vom Programmieren. Manchmal schreibe ich Skripte, manchmal rede ich spontan, manchmal bin ich spät dran und manchmal produziere ich vor. Unter der Woche ist es spätestens ab 11 dann an der Zeit, das Mittagessen vorzubereiten. Meine Kinder und die Tageskinder kommen je nach Stundenplan früher oder später von der Schule. Als Tagesmutter bin ich Blitzableiter für alles, was in der Schule gewesen ist, gebe ihnen zu essen und zu trinken, sorge für Ruhe, damit sie konzentriert die Hausübungen erledigen können, helfe ihnen nacheinander bei Fragen, überlege mit ihnen, wie eine lohnende Pause fürs Gehirn aussehen kann, sorge für gesunde Knappereien, biete nach der Konzentrationszeit gemeinsame Aktivitäten drinnen oder draußen an, wirke auf die Gruppendynamik ein, spreche über aufkommende Themen, räume mit ihnen gemeinsam wieder auf und biete allen Kindern einen möglichst schönen Tag mit ihren Geschwistern, Freunden, Tagesgeschwistern und mir. Nachdem die Tageskinder abgeholt oder gegangen sind, ist Familienzeit. Dabei achte ich darauf, dass ich mit den Kindern nicht nur gemeinsam Qualitätszeit verbringe, sondern auch einzeln etwa gleich viel für jedes Kind. Dadurch, dass sie jeweils ein eigenes Zimmer haben, passiert das beim Schlafenlegen automatisch und ich starte extra früh, um auf möglichst viele aufkommende Themen eingehen zu können. Wenn die Kinder schlafen, entspanne ich mich selbst. Yoga oder Kamai trainieren habe ich schon länger nicht mehr regelmäßig geschafft, aber eine Dankbarkeit-Meditation geht sich eigentlich immer aus. Dann wasche ich die Spuren des Tages von mir ab, mache mich selbst bettfertig und bereite Haferflocken zum Frühstück vor, die ich über Nacht einweichen lasse.
Ich wünschte, ich könnte behaupten, jeden Abend nochmal konzentriert an meinen Selbstständigkeitsprojekten zu arbeiten, aber oft organisiere ich stattdessen unser Leben, setze die Ratschläge diverser Stellen oder Coachings um, melde mich bei Freunden, Verwandten und Bekannten, bereite den nächsten Tag vor oder scheitere bei dem Versuch. Meine Wochenenden sind abwechselnd mit und ohne meine Kinder. Über die Zeit mit den Kindern will ich hier nichts sagen, weil es nichts in der Öffentlichkeit zu tun hat, was sie gerne machen. Ohne Kinder arbeite ich hauptsächlich daran, das aktuelle Video fertig zu machen und meine Selbstständigkeit-Projekte weiterzubringen. Die meisten Aufnahmen für das nächste Video entstehen noch am Wochenende. Es war also absehbar, dass ich diesmal nicht genug Material für ein normales Video zusammenkriege. Das war also ein Überblick über meinen Alltag und die Herangehensweise an die Spieleentwicklung. Vielleicht ist zumindest das Verständnis größer geworden, warum Fortschritte so lange dauern. Die Zeit wird zeigen, ob ich mit der Übung schneller werde. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen.